Ich bin der Marcel von Farmi. Willkommen zurück in der Farmi-Küche. Lasst euch nicht ablenken von eventuellen Nebengeräuschen, weil überall um uns herum werden wie immer eure frischen Bestellungen abgepackt. Das Rezept zum heutigen Gericht findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung oder auch in der V-Kitchen-App. Heute kochen wir ein köstliches, typisch italienisches Gericht, das wir ein bisschen aufgepeppt haben. Eine Polenta mit Gemüse. Übrigens ist auch der italienische Teil der Schweiz sehr angetan von diesem Gericht. Aber was ist eine Polenta und woher kommt sie? Polenta ist ein Gericht mit sehr alten Wurzeln, die mit der kulturellen Identität der italienischen Region verbunden sind. Sie geht tausende Jahre zurück. In der Römerzeit ist Pultem hergestellt worden, eine Art weiche Polenta aus gemahlenem und gekochtem Dinkel. Mais ist erst später eingeführt worden, wo Europa Amerika entdeckt hat und hat dann den Dinkel als Grundzutat für die Polenta abgelöst. Auch Polenta kann mit anderen Mehlsorten hergestellt werden, wie Buchweizen, Hirse oder Kastanienmehl. Farbe! Es gibt Polenta in Rot, Weiß und Schwarz und natürlich auch in Gel. Das ist das, was wir heute benutzen werden. Aber der Hauptunterschied liegt im Mahlungsgrad der Polenta. Es gibt sie fein gemahlen, grob oder auch mittelfein. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Maismehl und Polenta? Maismehl wird hergestellt, indem man getrocknete Maiskörner mahlt. Maismehl wird seit langem für Backwaren verwendet und gibt frittierte Speisen Knusprigkeit und Textur. Während Maismehl die traditionelle Zutat in Maisbrot ist, wird es auch für Textur und Süße in Guzzi und anderen Brot verwendet. Es wird oft auch zum Bestäuben von Backflächen gebraucht, um zu verhindern, dass der Teig kleben bleibt, oder als Verdickungsmittel für Suppe und Chilis. Polenta wird auch aus Mais hergestellt, aber im Gegensatz zum Maismehl handelt es sich bei Polenta eher um ein Gericht und nicht um eine Zutat. Sie wird in Flüssigkeit gekocht, bis Körner aufquellen und Stärke freigesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt kriegt sie eine dicke, cremige Konsistenz und ist bereit, gegessen zu werden. Wenn sie abgekühlt ist, dann ändert sich die Konsistenz und sie wird zu einem festen Stück. Das kann man dann in Scheiben schneiden und zum Beispiel knusprig anrichten. Kocht ist Polenta eine gesunde und interessante Alternative zu Herdöpfel und Reis und hebt im Kühlschrank bis zu 5 Tage. Aber schauen wir uns mal die Nährstoffe genauer an. Mais ist reich an Antioxidantien, die sich beim Kochen entwickeln. Das sind Moleküle, die die Alterung der Zellen verzögern, indem sie ihre Erneuerung ankurbeln. Polenta enthält viel Vitamin B und A und vor allem zahlreiche Mineralstoffe. Kalium, Phosphor, Magnesium, Calcium, Natrium und Eisen sind wichtig für einen gesunden Körper. Polenta hat weniger Kalorien als ein Teller Teigwaren, 80 bis 130 Kilokalorien pro 100 Gramm. Sie ist auch diätfreundlich, da sie ein sofortiges Sättigungsgefühl vermittelt. Und da sie glutenfrei ist, verursacht sie keine Wassereinlagerungen, was sie übrigens auch perfekt zur Bekämpfung von Zellulite macht. Cool. Aber wie verwende ich sie denn im echten Leben? Polenta macht es einfach, deine Ernährung und die Getreide zu variieren und bringt Farbe in eine ausgewogene Ernährung. Maismehl ist glutenfrei. Bist du auf der Suche nach einem glutenfreien Kuchen, einer Torte oder einem Gebäck? Polenta ist für dich da. Sie ist multifunktional, kann in süßen oder herzhaften Rezepten verwendet werden, in Püree oder Kuchen, in Brot oder Chips, in Kuchenteig oder vegetarischen Burger. Wie alle Getreidesorten enthält Polenta komplexe Kohlenhydrate, die schnell und dauerhaft sättigen und dir lang Energie liefern. Außerdem enthält sie Ballaststoffe, die gut für die Verdauung sind. Widmen wir uns der Textur. Für uns ist die beste Polenta-Textur weich und feucht, streichfähig, löffelbar und cremig und gerade noch fließend. Das kommt allerdings auf den Geschmack an, also probier aus und find die Textur, die dir am besten schmeckt. Was ist denn wichtig, damit die Polenta richtig gelingt? Abgesehen von der genauen Art der Polenta selber, ist die vielleicht wichtigste Entscheidung, welche Art von Flüssigkeit du für die Polenta brauchst. Wasser, Milch oder Bouillon. Dann geht es ums Verhältnis von Flüssigkeit zur Polenta und um die Kochzeit. Milch macht eine unglaublich reichhaltige und cremige Polenta, wo viel mehr ein Genuss für sich allein ist. Hühner- oder Gemüsebouillon verleiht der Polenta viel mehr Geschmack. Wasser ergibt eine neutralere Polenta, wo der Maisgeschmack durchscheinen lässt und weniger reichhaltig ist. Wenn du dir noch nicht sicher bist, mit was du die Polenta essen möchtest,
ist das die beste Wahl. Das sind alles gute Optionen und du kannst sie sogar mischen, wenn du willst, je nachdem, was du willst haben. Falls deine Polenta dann irgendwann zu dick oder fest sein, kein Problem. Du schaffst wieder ein bisschen Flüssigkeit rein und rührst sie rein. Zuerst wird die Polenta ein bisschen klumpig werden, aber schon bald wird die Textur wieder cremig und fein. Das Problem, wenn du zu wenig Flüssigkeit verwendest, ist, dass das Maismehl nicht komplett durchfeuchtet wird. Die Polenta wird dann zwar schneller dick und scheint schneller fertig zu sein, aber die kleinen getrockneten Körner bleiben unangenehm hart. Wenn du mehr Flüssigkeit verwendest, dann verlängert sich zwar die Kochzeit, aber wir sehen das als die richtige Kochzeit an und nicht als eine lange Kochzeit. Normalerweise ist das zwischen 40 Minuten bis zu einer Stunde. Natürlich kannst du die Polenta komplett auf dem Herd kochen, aber dann braucht sie regelmäßig deine Aufmerksamkeit. Oder du machst es wie mir und benutzt den Steamer. Unser V-Zug-Steamer wird sich wunderbar darum kümmern. WeKitchen macht es dir noch leichter, deine Gäste zu begeistern. Die App begleitet dich mit unseren Food Experts durch den Küchenalltag. Schweizer Foodbloggerinnen, Spitzenköche und Gastroprofis teilen mit dir ihr Wissen. Wochenplanung leicht gemacht. Finde in der WeKitchen App viel Inspiration für den Küchenalltag und bestelle die Rezeptzutaten direkt bei Fami. Dann geht es jetzt ans Kochen. Für das brauchen wir natürlich unsere Bramata Polenta, starke Gemüsebouillon, Milch, Halbrahm, Pfeffer und Muskatnuss. Für die Vitamine nehmen wir Riebli, Knollensellerie und Lauch. Am Schluss kommt noch ein bisschen Butter dazu, um das Ganze schön cremig zu machen, und Kerbel. Los geht's mit Gemüseschneiden. Dann kommt alles in eine Auflaufform und gut vermischen. Warte, Butter erst nach dem Steamen. Wir stellen unseren Steamer per WeKitchen App ein. Easy. Dann ab in unseren V-Zug-Steamer für ca. 40 bis 50 Minuten bei 100 Grad. Sieht fein aus. Aber ich glaube, etwas fehlt noch. Perfekt. Rosato Conte delle Mar. Ein guter und bis zum nächsten Mal.